In diesem Video nehme ich dich mit auf die Reise, wo du den Frostbeulenschlüssel findest und wo die dazugehörige Truhe vergraben ist. Den ersten Teil des Videos kennst du vielleicht aus dem gestrigen Short zu Mitarbeiter 311. Da dieser Mitarbeiter die Disk, den Schlüssel und noch Loot besitzt, kommt der nun mehrmals in meinen Videos vor. Wenn du Interesse an weiteren Tipps, Tricks und News-Videos rund um Grounded 2 hast, dann lohnt es sich, meinen Kanal zu abonnieren. Wir halten uns heute im umgekippten Eiswagen auf. Daher ist es Pflicht, eine warme Unterhose anzuziehen. Um dem Erfrieren vorzubeugen, empfehle ich dir, die flauschige Rüstung anzuziehen. Ferner solltest du dabei haben den Smoothie, feuriges Gebräu und vielleicht auch den Käferhappen als Essen. Du musst nicht alles davon gleichzeitig verwenden, da der Effekt Kältereduktion bis maximal 100% gesteigert werden kann und du allein mit der Kleidung schon sehr nah dran bist. Diese Stelle merke dir bitte, denn von hier starten wir gleich den zweiten Teil unserer Expedition. Da im Eiswagen aber eine wahre Skorpionplage herrscht, solltest du darüber hinaus gute Waffen dabei haben, um dem gefürchteten Himbeereisskorpion Paroli bieten zu können. Da Skorpione nur gegen zerschmetternde Waffen eine gewisse Schwäche zeigen, wäre die rote Ameisenkeule oder die Kakerlakenkeule die beste Wahl. Auch solltest du genug Kämpfe vorher gewonnen haben, um die Mutation zur Giftresistenz zu haben und ein paar Scorpi-Dot-Smoothies, um schnell gegen das Gift des Skorpions handeln zu können. Die Skorpione vergraben sich gern im Schnee, um dann blitzschnell herauszustoßen und dich anzugreifen. Auf den Weg zum Mitarbeiter 311 sind bereits 2 dieser lästigen Gliederfüßler auf Tauchstation gegangen. Aber es laufen auch immer wieder kleine Skorpione durch die Gegend oder es sind noch irgendwo welche vergraben. Du siehst, dass dort der Frostbeulenschlüssel einfach so herumliegt. Tragisch finde ich die kleinen, abgebrannten Streichhölzer, die meine Fantasie beflügeln und eine kleine, wenn auch durchaus tragische Geschichte erzeugen. Wir schnappen uns den Schlüssel und gehen zum Ausgang der Höhle in den Eiswagen zurück, die Stelle, die du dir merken solltest. Wir sind von Mitarbeiter 311 einfach den Weg wieder zurückgelaufen und starten nun die Suche nach der Truhe zum gerade gefundenen Schlüssel. Das Rohr da oben ist unser erstes Ziel. Natürlich zeige ich hier wieder den direkten Weg. Wenn du aber schon einmal hier bist und auch eine gute Ausrüstung dabei hast, dann lohnt es sich natürlich, den Eiswagen direkt gleich mitzuerkunden. Es gibt hier viele Eishöhlen, die etwas an ein Labyrinth erinnern. Immer wieder kann man von Minzpastillen und andere Loot finden. Und sich ein Stück Schokolade aus diesen Hundehaufen herauszuhämmern, darf man sich als Teenager auch ruhig mal erlauben. Der Weg hoch zum Rohr ist einfach. Es gibt auch noch einen Weg durch die Höhlen, aber dieser Weg hier ist einfacher zu merken. Ab und zu läuft mal ein Skorpion an dir vorbei, aber wenn das schwere Gegner für dich sind, dann bist du hier noch falsch und solltest erst einmal deine Waffen und Rüstung verbessern. Wir kommen jetzt in den Bereich, der für die Kühlung des Eiswagens verantwortlich ist. Wir sehen einen Propeller und natürlich wohnt hier ein fetter Skorpion. Wir sehen aber auch, dass hier irgendwo Wissenschaftspunkte versteckt sein müssen. Schauen wir uns mal genauer um. Du musst vorher den Skorpion bei Schere, Stein, Papier besiegen. Ich würde immer Stein nehmen, denn der Skorpion zeigt immer Schere. Wir stellen fest, dass der Propeller einen Höhleneingang versteckt, in dem die Wissenschaftspunkte wabern. Irgendwie müssen wir den Propeller bewegen, damit er das Loch freigibt. Diese Zahnräder machen den Eindruck, als wenn sie der Schlüssel wären. Einfach nur die Eiszapfen hier weghämmern und schon kann sich der Propeller ein Stück drehen und gibt uns den Weg zu einer wichtigen Höhle frei. Die Eiszapfen sind übrigens aus Permafrost und schmelzen auch nicht in deinem Rucksack, können aber ganz nützlich sein. Zum einen kannst du sie essen und so etwas Wasser auffüllen oder sie im Skorpionköder oder in den Smoothies Damen Rot und Minito verwenden. So, wir gehen zurück zum Höhleneingang und schnappen uns die 500 Wissenschaftspunkte. Denn wer solche Rätsel löst, darf auch schlauer werden. Get enough of these, and they just hand you a PhD. Direkt am Boden sehen wir einen goldenen Milchmolar. Erst checken, ob man hier wieder rauskommt und dann mit einem beherzten Sprung in Richtung Calcium. Der weitere Weg liegt hier hinter dem Rohr, aber ich schaue mich noch einmal um und sehe eine dieser versteckten Kisten aus der Decke gucken. Ich habe natürlich versucht, sie abzubauen, aber den kläglichen Versuch erspare ich dir. Also, wieder nach unten und hinter dem Rohr entlang. Der Weg führt uns in eine riesige Kammer und es riecht irgendwie nach Arena. Aber selbstverständlich erkundige ich erstmal ganz in Ruhe den gesamten Raum. Den Weg kannst du dir schon einmal merken, denn hier werden wir im Video morgen wieder hinkommen. Ich denke dran, Sprungmarken zu setzen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen rauf da und gerne auch ein Abo. Es finden sich eine tiefgekühlte Orange und daneben liegen 3 Minzpastillen. Eine Etage weiter unten sieht man etwas blitzen und weiß, da wurde etwas vergraben.
Also raus mit der Schaufel und los geht das Gegrabe. Und siehe da, es kommt eine besondere Kiste zum Vorschein. Wir haben nämlich unser Ziel erreicht. Den passenden Schlüssel haben wir vor circa 4 Minuten gefunden und können nun diese Kiste öffnen. Ich war zugegebenermaßen etwas enttäuscht, denn irgendwie hatte ich mir etwas mehr Loot erhofft. Aber immerhin haben wir etwas gefunden, womit wir unsere Waffen etwas verbessern können. Das war also der kurze und schnelle Weg zur Schatztruhe. Morgen schauen wir uns den Rest dieser Höhle an und ich kann schon sagen, es wird anstrengend. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei Grounded 2.